Ja, wir befinden uns in Panama hier in der Regenzeit und das Wetter ist echt überhaupt nichts für mich. Ich habe ja immer relativ häufig mit Migräne zu kämpfen, wenn der Luftdruck sich so schnell ändert und das ist halt hier echt jetzt von 1006 auf 1002 runter und das so gefühlt im Stundentakt. Dann kommt ein Gewitter, dann geht's wieder hoch. Naja, auf jeden Fall habe ich die letzten 2 Tage echt hier ziemlich flach gelegen mit Kopfschmerzen und irgendwie auch, ja, war ich nur mal kurz in der Küche, um mir was zu trinken, habe mich wieder schlafen gelegt. Aber was der Captain da jetzt draußen schon wieder fabriziert hat, ich frage mich schon seit Tagen, was das eigentlich für ein komisches Geräusch die ganze Zeit ist. Und mir ist es einfach ja, nicht aufgefallen, das ist jetzt das falsche Wort, aber irgendwie, ich habe nicht richtig mitbekommen, was er da die ganze Zeit macht. Und jetzt wollte ich gerade in den Salon gehen und ihm halt Guten Morgen sagen und ja, wo zur Hölle ist meine Treppe? Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, dass irgendwie über dem Motorraum eine Treppe gewesen ist. Herr von und zu Captain, was zur Hölle machen Sie da? Und warum komme ich nicht mehr aus meinem eigenen Boot raus? Ja, nachdem ich auf den alten Videos letztens gesehen habe, wie verwittert die Treppe jetzt ist, beziehungsweise halt wie gut die vorher aussah, dachte ich, nutze ich mal das mäßige Wetter und schleife mir ein. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit Migräne 2 Tage flach bin, dann hast du einfach mal die Treppe hier abgemacht, oder? Ja, und schon geschliffen und gleich müsste fertig sein, kann ich nachher wieder lackieren und morgen wieder einbauen. Ja, immer was zu tun. Ja, hier kann man das ganz gut sehen, dass an der Seite oder halt vorne der Lack langsam abgeht. Dadurch immer mit nassen Füßen halt drauf runterlaufen. Und die Treppe wird ja jetzt auch noch mal 2,5 Jahre lang dauerhaft bewohnt. Ja, und die oberen Treppenstufen sahen echt schon ein bisschen mies aus. Aber jetzt gehen wir mal gucken, was der Captain da wirklich gemacht hat, von wegen fast fertig. Lass mal gucken, wie ich jetzt hier rauskomme. Vorm Schleifen waren ja hier unter dem Lack überall schon Wasserflecken, die dann immer aufquollen. Ja, so ähnlich wie jetzt hier, aber das sieht man jetzt nicht, weil hier das Scharnier drunter kommt. Das hier habe ich jetzt gestern wieder angeklebt, das muss ich jetzt noch einmal schleifen. Ja, und jetzt habe ich halt von der ganzen Treppe einmal den Lack runtergenommen. Da, wo es eben halt schon Blasen geworfen hat, ganz runtergenommen. Ansonsten nur versucht, den Lack irgendwie ein bisschen aufzunehmen. Und ja, ich denke mal, ein Schreiner wird mir das Ding wahrscheinlich um die Ohren hauen, das Werkstück. Aber ich denke mal, ist ganz gut geschliffen. Also ich habe durchaus ja schon so ein paar Refit-Videos gesehen, aber hat man da normalerweise nicht irgendwie ein bisschen professionelles Werkzeug für und nicht nur einfach so ein Schmögelpapier in der Hand liegen? Der Schleifer wäre jetzt cool gewesen, aber ist jetzt begrenzt. Also wäre weniger Aufwand gewesen mit so einem Delta-Schleifer, aber habe ich jetzt nicht. Was soll ich machen? Ich nehme, was ich habe. Ich hatte noch ein paar Lagen Schmiergelpapier und noch eine Dose Klarlack. Von daher entweder warten oder machen. Ja, so schön wie die San Blas-Inseln auch sind, es gibt hier ein entscheidendes Problem, und zwar die Müllentsorgung. Ja, gibt es hier natürlich auf den kleinen Inseln nicht. Das heißt, man muss hier selber sich drum kümmern. Wir trennen unseren Müll, ähnlich wie auf der Atlantiküberquerung, nach Papier, Plastik, Blech und alles Organische, das direkt über Bord geht. Und es gibt hier einzelne Inseln auf den San Blas, auf denen man halt die Erlaubnis hat, seinen Müll zu verbrennen. Ja, ist zwar nicht das unbedingt Beste und Schönste, aber immerhin kann man ihn so überhaupt entsorgen. Das heißt, Papier und Plastik verbrennt der Mario gerade hinter mir auf der Insel und die ganzen Blechdosen, die versenkt man unterwegs. Ja, wir sind da von der ganzen Aktion nicht wirklich ein Fan, aber wir sind jetzt hier schon seit 2 Wochen auf den San Blas-Inseln und haben halt mittlerweile auch den einen oder anderen Müll angehäuft. Und ja, aus der Ermangelung von Alternativen haben wir halt heute Morgen gesagt, okay, wir fahren einmal kurz zu einer Müllinsel. Ich bin auf dem Boot geblieben, im Hintergrund hört man noch, dass der Motor läuft.
weil ich in der Zeit ein bisschen Wasser mache und dann fahren wir jetzt gleich nach Tschitschimir zurück, gucken, dass wir den Luke vielleicht noch treffen und ja, einfach den Tag noch ein bisschen genießen. Wir haben noch genug Aufgaben, der Mario ist mit der Treppe noch nicht fertig, der muss sich noch zweimal neu lackieren und ja, uns wird noch irgendwas einfallen. Für alle, die jetzt gerade denken, dass wir gerade mit den Locals Ärger kriegen wegen dem Feuer. Nein, Quatsch, die sind vorbeigekommen, weil die gesehen haben, dass hier ein Segler mitten am Ende der Welt ist. Die Insel, auf der wir jetzt hier sind, die ist halt nicht so wirklich befahren. Und sind direkt vorbeigekommen, uns halt Fisch zu verkaufen oder ein Lobster. Und ich habe die halt direkt abgewiegelt, dass ich keinen Spanisch kann, weil ich dachte, dass hier irgendwie wieder eine Gebühr fürs Müllverbrennen oder keine Ahnung, was für eine Gebühr haben wollen. Und jetzt sind sie gerade zum Mario rüber und bieten ihm da halt leckeren Fisch an. Der irgendwie jetzt auch irgendwie ja, nett mit denen am Quatschen ist. Das ist echt ganz herrlich hier. Also wir haben ja echt einen schlechten Start in Panama gehabt, aber die San Blas oder genauer gesagt die Kunas, die Einheimischen hier, die machen echt einiges wieder von dem schlechten Eindruck weg. Also uns gefällt es hier wirklich mittlerweile richtig gut. Das Loch wieder nicht rein, oder? Die Haare dran kleben. Vielleicht hilft's ja. Ich habe vergessen, dass ich die andere Seite noch belegen muss. Wie lange sind wir jetzt weg hier? Eine Woche? Nee. Doch? Überleg mal. 2 Tage auf den East Lemon Cakes? Und 2 auf den anderen. Ne, wir waren jetzt hier mindestens 4 Tage. Das Partyboot vor uns ist auch da. Jo. Wir haben heute wieder ein bisschen Musik, ohne dass wir unsere eigene Playlist spielen müssen. So sieht's aus. Zufrieden? Ja. Listo. So. Geschliffen ist es. Jetzt wird gestrichen. Warum hast du das hier drin? Es regnet ja dauernd immer zwischendurch mal. Und wäre scheiße, wenn ich jetzt mittendrin dran bin und dann fängt er an zu regnen. Ich hatte damals in Spanien, als wir in Aquadulce waren, noch irgendwie so eine Dose Klarlack gekauft. Die habe ich jetzt gefunden. Leider war die Dose jetzt sowas von verrostet, dass ich mir gedacht habe, ich schütte das mal lieber hier in ein Glas um, bevor ich dann mit dem Pinsel die ganze Zeit in die rostige Dose. Jetzt hier am Rand sieht man das eigentlich ganz gut, ist hier schon ein bisschen versifft. Ja, jetzt rühre ich das ein bisschen warm und dann geht's gleich los. Warum rührt man das warm? Ja, was heißt warm? Nein, warm ist das falsche Wort, aber
Man rührt erstmal eine Weile, bis sich das alles wieder schön verteilt hat, Lösemittel und was weiß ich, was da noch drin ist. Nicht, dass da sich... Okay, Pigmente sind jetzt hier keine drin, aber die setzen sich ja normalerweise ab. Ich habe gelernt, Farbe rührt man ein bisschen nach. Beide Teile wird es eh nicht reichen, aber ich hoffe, dass es zumindest für einen Teil zweimal reicht. Ja, wäre schon ätzend, wenn die Farbe nicht die gleiche ist. Wir werden sehen. Eine Rolle wäre natürlich auch geil. Habe ich aber leider nicht. Oh Mann, wieder ein Buch fertig. Na, Captain, was machst du Schönes? Mein Buch ist mal wieder fertig. Jetzt muss ich dich wieder ein bisschen belästigen. Ja, was mache ich Schönes? Wir haben immer noch dieses kleine Batterieproblem, sprich die Batterien, die wir damals in Griechenland eingebaut haben, halten die Nacht nicht durch, wenn der Kühlschrank an ist. Und entweder haben wir die zu sehr leer genudelt, dass wir die jetzt zu oft tiefen entladen haben, was ich aber nicht so richtig glaube. Ich denke mal einfach, die haben ihren Lebenszeitraum jetzt mit den 500 Ladezyklen erreicht. Und ja, ich google nach neuen Batterien. Der Haken an der Sache ist einfach, sich zu entscheiden, einerseits, und andererseits die hier hinzukriegen. Das heißt, in den USA kann man die ohne weiteres kaufen, kannst hier aussuchen, ob es Mastervolt, achso, darf man sagen, klar, Mastervolt oder Victron oder alle möglichen Marken kannst du haben ohne Ende. Hier in Panama ist das ein bisschen komplizierter. Jetzt überlege ich, ob vielleicht Lipos bessere Idee wären, aber... Muss man nicht bei Lipos dann auch den Laderegler direkt Ja, tauschen? das habe ich vorhin auch gegoogelt. Also ich denke, ich müsste auch tatsächlich den Laderegler, also zumindest für Landstrom, der für Solar, der kann beides, dem ist das egal, aber für den Landstrom habe ich jetzt noch nicht geguckt. Aber ich vermute, dass ich den tatsächlich austauschen müsste. Und mit der Diode weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe gesagt, nee komm, ich bleibe bei Lead Acid, also Bleisäurebatterien. Und da hatte ich jetzt so eine Webseite gefunden von einem Hersteller in den Staaten, die damit werben, dass du die bis 100% angeblich entladen darfst, ohne dass die großen Schaden nehmen und eine mega Anzahl an Ladezyklen unterstützen. Sprich 2500 Ladezyklen bei 50%, was echt schon enorm wäre. Ja, von daher denke ich mal, werde ich das da jetzt kaufen. Jetzt schreibe ich gleich mal denen eine E-Mail, wie lange das dauert mit der Lieferung nach Panama, wie das überhaupt funktioniert. Wobei, eigentlich kann das nicht so ganz kompliziert sein, weil alle Welt lässt den ganzen Krempel hier nach Cologne liefern. Von daher sollte das für uns auch funktionieren. Und dann bestelle ich mal 4 neue Batterien. Yippie! So, ein typischer Morgen in Panama. Regnet ein bisschen. Tja, Schön hier. haben wir noch so einen weiteren Nicht-Tag. Der September hat ganz schön viele Nicht-Tage, die man Ich irgendwie im weiß. Kalender rausstreicht. Ja. Das Schlimme ist, wir haben nicht mal Strom und Fernsehen zu gucken. Oh Mann. Ein bisschen depressing. Ja, eindeutig.